Hallo und herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Mein Name ist Alex und im heutigen Video geht es um das Warum, die Einflussfaktoren, das Wann und einige Mythen zum Thema Dehnen und Beweglichkeit. Also, warum muss gedehnt werden? Einerseits dient das Dehnen zur Anpassung an die Anforderungen einer Sportart. Oft wird eine Bewegungsausführung durch eine gute Beweglichkeit erleichtert, manchmal sogar erst dadurch möglich. Außerdem wird dadurch der Widerstand des Gegenspielers eines Muskels verringert, was dazu führt, dass eine höhere Kraft umgesetzt werden kann. Durch eine größere Bewegungsamplitude können in manchen Sportarten die Beschleunigungswege vergrößert und dadurch die Endleistung gesteigert werden. In manchen Fällen ist eine gute Dehnung auch für eine gesunde Körperhaltung nötig. Eine schlechte Körperhaltung ist oft bei Athleten zu beobachten, die sehr stark und einseitig ihre Brustmuskulatur trainiert haben. Was sind die Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit? Einerseits wird die Dehnbarkeit, aber auch die Beweglichkeit durch die Genetik vorgegeben. Verbesserungen sind durch Training nur in diesem vorgegebenen Maß möglich. Des Weiteren wird die Beweglichkeit durch das Zusammenspiel von verschiedenen Muskeln bestimmt. Dabei kommt es darauf an, dass gegensätzliche Muskeln sich gut koordiniert an- und entspannen können. Der momentane Körperzustand des Athleten hat ebenso einen Einfluss wie die Tageszeit und die Temperatur. Im erwärmten Zustand ist ein Athlet beweglicher als unerwärmt oder mit Muskelkater. In den Morgenstunden ist man ebenfalls weniger beweglich, genauso wie bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Eine weitere Frage ist, wann gedehnt werden soll. Es ist wichtig, dass man ein Beweglichkeitstraining für einen Muskel nicht direkt vor und nicht direkt nach einem Training oder einem Wettkampf, also der Belastung dieses Muskels, durchführt. Ein Beweglichkeitstraining sollte immer separat durchgeführt werden. Natürlich ist es möglich, die Beinmuskulatur zu dehnen, wenn man vorher nur den Oberkörper trainiert hat. Zum Schluss kläre ich noch ein paar Mythen auf. Viele glauben, dass Dehnen eine Verletzungsprophylaxe ist. Bisher lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten. Jedoch gab es mehrere Studien, die ergaben, dass kein Zusammenhang zwischen der Beweglichkeit und dem Verletzungsrisiko besteht. Eher scheint es, dass eine extrem hohe, aber auch eine extrem niedrige Beweglichkeit Verletzungen eher begünstigen, als diesen vorzubeugen. Weiterhin gibt es den Mythos, dass Dehnen einen positiven bzw. einen negativen Effekt auf den Muskelaufbau hat. Beide Thesen konnten durch bisherige Untersuchungen noch nicht bestätigt werden. Der Mythos, dass Dehnen einen Muskelkater verhindert, ist ebenso falsch. Da man heute davon ausgeht, dass Muskelkater durch kleine Mikrotraumen in der Muskulatur entsteht, kann er durch Dehnen sogar noch verschlimmert werden. Vielleicht kennen auch viele das Gefühl, dass man nach einem Beweglichkeitstraining Muskelkater in den gedehnten Muskeln hat. Dieser Effekt bekräftigt diese Aussage. Ebenso wenig wird durch Dehnen die Regeneration der Muskulatur verbessert. Letztendlich ist auch der große Mythos unwahr, dass Dehnen kurzfristige Änderungen der Beweglichkeit bedingt. Ein Beweglichkeitstraining ist immer auf eine langfristige Änderung der Beweglichkeit ausgelegt. Auch deshalb ist es unsinnig, sich vor einer Belastung zu dehnen, um dadurch beweglicher zu sein. Es gibt Studien, die ergaben, dass Dehnen nicht die Muskellänge, sondern eher die Schmerztoleranz steigert. Das wäre auch ein Indiz dafür, dass Dehnen nicht vor Verletzungen schützt und dass die kurzfristige Verlängerung der Muskulatur nicht eintritt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt des Dehnens geben. Im nächsten Video erkläre ich verschiedene Methoden, also wie man sich dehnen kann. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich auf Facebook. Ich freue mich wie immer über Abos, Likes und Shares. Bis bald, euer Alex.